Langsam, ich glaube, das ist eher die andere. Ich muss gerade mal fragen, ob du das hat nichts mit der da bin ich mir ziemlich sicher. Zunächst einmal von der Universität Heidelberg vorstellen. Er wird uns berichten über das Heidelberg Center for Cultural Heritage, ein Institut, das über eine Erfolgsgeschichte schon jetzt zurückblicken kann. Christian Witschel ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Heidelberg. Thank you very much both for inviting me to this very exciting conference and for the friendly words of introduction. I was asked by the organizers of this conference to give a short introduction into this still rather new institution, the Heidelberg Center for Cultural Heritage, which is important because it's now one of the partners of the project at the side of Heidelberg University. So some basic facts about the HCCH as it was created. It was founded in 2013 and since 2016 it is one of the central research institutions of the University of Heidelberg, and another important step will be that from 2019 onwards there will be a special professorship on the subject of cultural heritage and the protection of cultural goods. We have just had the process of hiring this new professor for this position. The central aim of the HCCH is to serve to promote the sustainable integration and long-term expansion of Heidelberg University's already existing competencies in the field of material and immaterial cultural heritage. From 2016 onwards, another important step, the HCCH also houses the four important university collections in the field of ancient cultures. I will say some more words on that in due time, and these university collections all have their own curators. The HCCH has 35 institutional members from 6 different faculties of Heidelberg universities, 11 associated members. These are very important because these are also the main cooperation partners. These are museums, World Heritage Sites, archaeological institutions, etc., as well as 19 personal members. And the focus of the HCCA at the moment is on the material heritage of ancient and medieval cultures, but it will be expanded in the near future to encompass further regions, especially Asia, which is another very strong focus at Heidelberg University. Also, all theoretical concepts and discussions on cultural heritage that will be the main task of this new professor, which we will probably have hired at the beginning of next year, and also other forms of heritage. We had a very interesting small colloquium on literature as cultural heritage just in July, and there will be another one on language as cultural heritage forthcoming, and so on. One of the important tasks of the HCCH is on networking and especially on transfer. Transfer is one of the buzzwords, also of the German excellence strategy, which was just decided in July. So scientific knowledge should be transferred from the university, from scientific research outside universities to the broader public. So together with cooperation partners, including cultural heritage protection institutions, museums, and so on, the HCCH develops and tests different forms of presentation of cultural heritage within the framework of various projects. And today, just a few examples for this. We have organized some events for the general public, for example, a so-called academic lunch break, which is open to everyone who's interested into it in 2015 in the University Church of Heidelberg on the subject of 5,300 years of writing,
in 2018 we had a series of guided tours through the university collections and museums in Heidelberg, focusing on Heidelberg scripted artifacts. Both were organized in collaboration with the Collaborative Research Center 93 Material Text Cultures. And in 2018-19, in the winter term, we organized a lecture series within the framework of the Studium Generale at Heidelberg University on the subject of cultural heritage. The HCCH also develops forms of academic communication in order to give interested children and school students insight into academic work. For example, there's a children's university organized once a year at Heidelberg University, and the HCCH has for the last 3 years taken part into this children's university with a course on what is archaeology, especially designed for school children. The HCCH, another example, the HCCH and the Institute of Art History jointly organize a career information evening for university students every year. Another important point is that together with cooperation partners we have developed and organized and presented exhibitions, smaller exhibitions, but still rather lots of work with them. Important thing about these exhibitions is that they are always developed together with students. So we use them in the teaching of our global courses at the university over 2, 3, 4 semesters to get students to organize and conceptualize exhibitions. One of the exhibitions we have done was called Große Welten, Kleine Welten, Ladenburg. Ladenburg is the nearest Roman town, Lopolunum, near Heidelberg, zwischen Antike und Mittelalter, in the Lopolunum Museum in Ladenburg in 2017-18. And another one, which is still running at the Historisches Museum Pfalz in Speyer. It has just been extended to 2020, so if you come along to Speyer, you can have a look to this, I would say, very, very nice, small exhibition on the Emperor Valentinian I and the region of the Pfalz in late antiquity, in the Späte Antike, and together with the Greek Ministry of Culture and Sports and the Badisches Landesmuseum Karlsruhe, we organized an exhibition on stolen past, lost futures, on the illegal trafficking of cultural goods, and one of the central buildings of Heidelberg University. That was a small exhibition aimed at awareness raising about these problems of illegal trafficking of cultural goods, which was shown for about 4 weeks. You can see the exhibition in the middle of this screen. We also do smaller projects on new presentation of historical sites, especially smaller sites at points where there is no museum and no staff to do that in itself. So this was one of the projects we did, also together with students at the monastery of Schuttern. Most people probably won't know that, but it was sometimes it was a very important monastery in the Ortenau in the Upper Rhine region between the 8th and the 18th century, and the task there was to build up a new conception and presentation of a small museum, Klostermuseum Schuttern, which was opened in February of this year. And another still running project is at the Zullestein, so-called Zullestein. I won't say much about that because I think in the next talk we'll say some words about that. He's working on this project. This is a late antique Burgus, a Carolingian, that's a mistake on the screen, it should be Carolingian Portus in the medieval castle, which was excavated in the early 70s. You can see the presentation at the moment, and the long-term goal is first of all to do research on this important monument and then to develop a new presentation of it together with the institutions involved in the presentation of this. I already mentioned that we have these university collections, which are now the 4 ones you see here: the collection of classical antiquities, the Egyptian collection, the Uruk-Waka collection, and the
numismatic collection, which are now brought together under the roof of the HCCH, and there's also the task to develop new forms of presentation of these different collections, also virtual ones, and these collections also play a central role within the new MA study course on cultural heritage and protection of cultural goods. We'll come back to that in a few time. We will, for example, have new courses, newly designed courses on the handling of objects, the management of such larger samples of artifacts, and as well as new methods of digitization. We also do, although this is not the central focus, the HCCH is not so much a research institution as an institution concerned with teaching and transfer, but we also do some smaller research projects concerning preservation, valorization, and presentation of cultural heritage, usually, again, together with cooperation partners. At the moment, for example, 2 new projects are being developed together with the Heidelberg Center for the Environment, the HCA, and we have also released some publications, especially for the broader public. We certainly recognize the one down here, which you can also now see in the Hungarian version. At your tables, this one is the booklet, or the small book accompanying the exhibition in Speyer. We did a rather big book project on the exhibition in Ladenburg, and that's the 5,300 years of scriptures was the result of the academic lunch break I mentioned, and we've just founded a new publication series together with the CRC 933 on material text. And the last screen, one of the central concerns of the HCCH is the integration of the diverse aspects of cultural heritage into academic teaching at the university. With this aim in mind, we have developed parts of an integrative teaching concept that goes beyond the traditional university curricula in interdisciplinary cooperation and provides initial insights into everyday working life to a high degree of practical relevance. Some examples for this, we organized a summer school series for international graduate and PhD students on the subject of endangerment and protection of cultural heritage in 3 consecutive summer schools in 2014 to 2016. We have devised a series of university courses on World Heritage education and cooperation with World Heritage sites. Just in the summer term 2019, we had one on the World Heritage sites in Trier. And another very time-consuming task, in the last 2 years, the HCCH has, with some funding from the state of Baden-Württemberg, has developed a new MA course on cultural heritage and the protection of cultural goods. And believe me, to develop a new MA course and to bring it through all the university institutions is rather time-consuming and sometimes rather involving work. This new degree program will approach the topic from an interdisciplinary perspective, will be pursued with a number of high-level partners from outside the university. I think we have devised some very interesting courses, for example, together with the Criminal Investigations Office, the Federal Criminal Investigation Office, and some of the Landeskriminalämter, for example, very practical insights into the problems of illegal trafficking of cultural goods. For example, we are now at the point that we're just waiting for the go from the Ministry of Culture of the land of Baden-Württemberg, so we hope that we can start this course in the next year. So that's very shortly, more or less kept the time. That was more or less shortly some of the things we have been doing during the last few years and will be doing in near future. Just to give you an insight into what this HCCH, which probably most of you didn't know beforehand, does at Heidelberg University. Thank you very much. Thank you very much for this, Christian Buschel. Are there any questions about this remarkable institute? If not, we can hear the lecture of Roland Prien, who is working at this institute in Heidelberg, and he will
monastery of Lodge, if I remember right. So please tell us. Thank you very much. I have to start to apologize because I will give my talk in German actually, but I have prepared the slides in English, and of course afterwards I'm open to question in English also. Christian Mitchell hat es bereits erwähnt, das ACCR hat eine ganze Reihe von Projekten, in denen es also um Vermittlung von archäologischen Inhalten in die breite Öffentlichkeit geht, und die Visualisierung von archäologischen Strukturen spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Und was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist ein kleines Fallbeispiel, ein Beispiel des spätantiken Burges von Ladenburg. Der Christian Mitchell hat den Ort auch schon erwähnt, also heute eine kleine mittelalterlich geprägte Stadt in der Nähe von Heidelberg, in der Antike ein Civitas-Vorort durchaus größeren Ausmaßes, der also auch eine spätantike Bauphase noch hat, was relativ ungewöhnlich ist für den rechtsrheinischen Gebiet am Oberrhein. Dieser Burgus ist schon vor über 40 Jahren ausgegraben worden und dann sehr bald auch schon visualisiert worden. Und das Interessante ist, es ist nicht die einzige Visualisierung. Also ich spreche jetzt hier nicht von der Visualisierung oder Darstellung ganzer Städte, wie wir es jetzt zum Beispiel von Castrum schon gehört haben oder von Canuntum noch hören werden, sondern hier geht es wirklich um ein einzelnes Denkmal, um ein einzelnes, fast schon muss man sagen, kleines Monument, eine kleine spätantike Festung, 40 mal 40 Meter, wo man eigentlich vielleicht sagen sollte, wenn man eine gescheite archäologische Befundlage hat, kann man da nicht viel falsch machen. Sie werden natürlich schon ahnen, dass die Visualisierung, das ist die erste Visualisierung, die davon gemacht wurde, 1980, dass die so im Laufe der Forschungen nicht geblieben ist. Ich werde Ihnen am Ende eine neue Visualisierung davon zeigen. Ich möchte aber jetzt gar nicht sozusagen hier stehen und Fehler aufzeigen, die die Altvorderen in ihren Forschungen gemacht haben, sondern ein bisschen auch beleuchten, weil hier habe ich das große Glück gehabt, die Tagebücher des Ausgräbers auch auswerten zu können, ihm sozusagen ein bisschen ins Hirn schauen zu können und rekonstruieren zu können, wie ist er denn zu dem Bild gekommen seinerzeit, was hat ihn da inspiriert, was ist archäologische Befundlage gewesen, was sind aber auch übergeordnete Ideen gewesen, die hinter einer solchen Rekonstruktion gesteckt haben. Und auch das ist eben interessant, das Bild zeigt einen sogenannten Schiffsländeburges, und es ist nicht die einzige Rekonstruktion solcher Anlagen, es gibt mehrere davon, und da wird es mir jetzt auch gleich möglich sein, die Brücke hier nach Pannonien zu schlagen, denn an der mittleren Donau haben wir diesen Typ von Befestigung auch, und auch hier ist er visualisiert worden, und Sie werden sehen, die verschiedenen Visualisierungen, die in den letzten 30, 40, 50 Jahren gemacht worden sind, die haben natürlich auch etwas damit zu tun. Einen großen Einfluss, den auch die Fachwelt rezipiert, ist einfach Rekonstruktionen, die schon da sind, mit denen man dann weiterarbeitet. Der Heidelberger Burgus, oder sagen wir mal besser die Visualisierung, ist etwas sehr Notorisches, weil es sehr häufig reproduziert worden ist, weil es in Überblickswerken, populärwissenschaftlichen Arbeiten dargestellt worden ist. Sie werden diese Abbildung im Internet, googeln Sie Burgus, und Sie werden auf diese Darstellung unweigerlich als erstes stoßen. Die Rekonstruktionszeichnung ist in Heidelberg im Kurpfälzischen Museum auch sehr früh schon als dreidimensionales Modell umgesetzt worden, auch das ganz wichtig, vor allem deshalb, weil man, wenn man das Modell sehr genau betrachtet, und das ist eben so kurz nach 1980 entstanden, eigentlich direkt auch schon feststellen kann, die Modellmacher hätten schon merken sollen, dass das so nicht funktioniert. Wenn man die Zeichnung einfach nimmt und in 3D umwandelt, kommt ein Gebäude dabei raus, das eigentlich gar nicht funktionieren kann. Wie unerschütterlich, also fast wie ein Zombie, wie diese Darstellung ist, ist mir auch vor ein paar Wochen erst begegnet in der ZDF-Mediathek, unsere notorische deutsche Dokumentationsreihe Terra X. Da sehen Sie hier ganz oben links, da ging es in einer kleinen Sequenz in einem Film über den Rhein, dann ganz kurz auch über den römischen Rhein und die Rolle als Grenze, und da ruderten dann so Reenactment-mäßig Leute also auf einem Patrouillenboot, und dann schwenkte das Ganze in die digitale Aufnahme über, und da sehen Sie das letzte Standbild, und von links, ich habe mir wirklich die Augen reiben müssen, schwebt da auf einmal dieser Ladenburger Burgus rein, der übrigens, so viel sei schon mal gesagt, nicht am Rhein gelegen hat, sondern am Neckar. Aber Sie sehen, das ist also von 2017, diese Visualisierung, diese Zeichnung ist nicht tot zu kriegen. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Monument. Das hat eine etwas traurige Entdeckungs- und Forschungsgeschichte. Es ist am Rande des mittelalterlichen Stadtkerns von Ladenburg bei einem relativ brachialen Rathausneubau Ende der 70er Jahre entdeckt worden. Man hat ältere Bebauung, mittelalterliche, frühneuzeitliche Bebauung abgeräumt, das auch sehr brachial. Und da kam dann so ein dickes Turmfundament drunter raus. Und der damalige zuständige Denkmalpfleger hat sehr schnell erkannt, dass es sich da nicht um was Mittelalterliches
sondern was Antikes, besser gesagt sogar Spätantikes handeln muss, und hat dann versucht, im Rahmen einer baubegleitenden Untersuchung, und das ist noch sehr schön beschönigt bezeichnet, das Monument in irgendeiner Form vernünftig zu dokumentieren und dann möglichst schnell auch zu rekonstruieren. Und das ist einfach nur, damit Sie sehen, wie das aussah, als das rauskam. Das ist also der eigentliche zentrale Burgusturm, und dann gibt es da noch so einen Anbau, heute ist das Kasernenbau genannt, der ist allerdings, große Teile davon sind nur eine Woche sichtbar gewesen. Die Bauarbeiten waren nicht auf irgendwelche Störungen durch lästige Archäologie eingelegt, also da ist man sehr schnell mit der Planierraupe durchgerauscht und dann war da auch nicht mehr viel zu dokumentieren. Holtgemüs hat versucht, aber trotzdem dieses wichtige Denkmal, das war ihm direkt klar, es war die größte und ist eigentlich immer noch die größte erhaltene spätantike Ruine rechts des Rheins, zumindest in Süddeutschland oder besser gesagt Südwestdeutschland. Er hat versucht, das zu erhalten und hat das dann auch erreicht. Das Ergebnis davon war aber, dass dieser freigelegte Turm dann genau das gleiche Schicksal wieder hatte, das er vorher auch hatte. Er ist wieder unter jüngerer Bebauung verschwunden. Also das ist dieser unsägliche Rathausneubau, und das ist im Prinzip der Rest des Burgusturms. Also man hat auch von dem dreiviertel brachial eine Planierraupe entfernt und hat nur die westliche Außenmauer und eine Eckmauer in der Tiefgarage konserviert, und da hing also ganz lange dann auch eine kryptische Beschriftungstafel, die dann auch wieder diese Visualisierung gezeigt hat. Und das Fazit ist allerdings, abgesehen davon, dass kaum ein Besucher der Stadt mitgekriegt hat, dass es in der Tiefgarage irgendwas zu sehen gibt. Die wenigen, die in die Tiefgarage gegangen sind, haben auch nicht verstanden, was sie da sehen konnten. Und jetzt kam eben dieses Ausstellungsprojekt Große Welt, Kleine Welten, das sich ja schwerpunktmäßig mit Spätantike und Frühmittelalter in Ladenburg und Umgebung beschäftigt hat. Und das war dann eben der Anlass. Die Stadt hat uns auch darum gebeten, macht da eine neue Visualisierung, sorgt für eine Beschriftung, dass der Besucher verstehen kann, was er dort sieht. Und das war sozusagen auch ein Teilprojekt, das ich dann über ein Jahr lang gemacht habe, und mittlerweile hängt dort auch eine neue Beschriftungstafel. Das ist der archäologische Befund, oder die Befunde, jetzt nicht nach Phasen aufgeteilt, wie eben Bergmann Holtgemüs das Ganze publiziert hat. Und wir sehen also hier in dem Ausschnitt den eigentlichen Burgus. Sie sehen schon auf den ersten Blick, da ist nur sehr wenig an Mauern tatsächlich so dick eingezeichnet, da ist sehr viel gestrichelt. Auch Holtgemüs war schon klar, dass irgendwie von dem, was er rekonstruiert hat, eigentlich archäologisch gar nicht schrecklich viel da war. Und das war jetzt der eigentliche Steinplan, den er vorgelegt hat, ein zentraler Burgusturm, dann dieser ominöse Kasernenbau an der Seite, und dann hat er hier, meinte er hier auch noch eine umfassende U-förmige Flügelmauern gefunden zu haben, die dann zumindest hier an dieser Seite auch mit Türmchen besetzt gewesen sind. Das ist verglichen mit dem, was Sie auf der Zeichnung sehen, schon relativ wenig, was an archäologischer Substanz da ist, und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie viel dann tatsächlich eigentlich von der Substanz da gewesen ist. Als es dann um die Rekonstruktion ging, und daran hat sich Holtgemüs dann sehr bald gemacht, nachdem die Dokumentation abgeschlossen war, so standen ihm schon verschiedene Quellen zur Verfügung. Ich habe das bereits gesagt, diesen Typus von spätantiker Kleinfestung, die man jetzt in der Regel in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts datiert, die gibt es am Oberrhein und im Mittelrhein und eben auch an der Mittel- und Donau häufiger. Am Rhein kennen wir aber aktuell tatsächlich nur 5 Anlagen, die sehen Sie hier alle im Grundriss mit den Fundorten, und dann sehen Sie links auch schon die erste Visualisierung, die davon gemacht wurde, von so einem Typus, von einem sogenannten Schiffsländeburgus. Die ist relativ alt, die ist tatsächlich schon von 1942, und sie ist, wie ich glaube, von allen Zeichnungen, die gemacht wurde, die ehrlichste. Denn sie zeigt sehr wenig. Sie zeigt sehr wenig Details, denn der zugehörige Ausgrabungsbefund, den können Sie ja leider sehr schlecht erkennen auf der Folie. Das ist das hier gewesen, da war wirklich nicht sehr viel da. Und es gibt auch nur einen 5-seitigen Begleittext zu diesem Bild von demjenigen, der die Rekonstruktion gemacht hat. Und aus diesem Text geht auch sehr schnell hervor, dass nicht so sehr der archäologische Befund bei der Rekonstruktion eine Rolle gespielt hat, sondern vermeintliche antike Schriftquellen, von denen man glaubte, dass sie sich genau auf dieses Bauwerk beziehen. Eine weitere Rekonstruktion, die da gemacht wurde, ist eben dieser sogenannte Tullestein, auf den komme ich gleich noch zu sprechen. Nur ganz kurz zu den Schriftquellen, die gehören tatsächlich alle in die Zeit von Kaiser Valentinian, und da ergab sich dann mit unserem nächsten Ausstellungsprojekt eine Schnittmenge, um sich damit auseinanderzusetzen. Ganz wichtig ist eben dieser Text hier von Symmachus, eine Lobrede auf Kaiser Valentinian anlässlich seines 5-jährigen Thronjubiläums, und da gibt es eben eine Beschreibung eines Bauwerks, das wohlgemerkt an 2 Flüssen gelegen haben soll, die ist aber dann effektiv im Text wirklich genannt, physisch nur der Rhein, kein weiterer Fluss, und der das aus einem monumentalen Turm auf jeden Fall bestanden haben soll und eben irgendwelchen Mauern, die also unter großem Aufwand im Wasser errichtet wurden, um eine Art Hafen möglicherweise herzustellen. Dann gibt es noch eine zweite Textstelle, die man dann auf das gleiche Bauwerk auch bezogen hat, von einem Jahr
Marcellinus für mich sehr rätselhaft. Der Name Janus Marcellinus spricht dezidiert nur von Neckar und nicht von Rhein, aber auch das hat man auf diesen ersten Burgus und diese Visualisierung bezogen und gesagt, das war eine These des Ausgräbers, dass eben dieser Burgus im heutigen Mannheimer Stadtgebiet, Mannheim-Neckar gelegen, an der Mündung des Neckars in den Rhein gelegen habe und deshalb eben die Textstelle zutrifft, dass es an zwei Flüssen gelegen hätte. Das ist also die gängige Lesung. Da gibt es noch eine weitere Quelle, die allgemein für diese Schiffsländeburg wichtig ist. Das ist nochmal am Janus Marcellinus, der eben von einem Festungsbauprogramm Kaiser Valentinians am Rhein berichtet, das sich dezidiert eben auch auf das rechtsrheinische Gebiet streckt, in dem also auch Befestigungsanlagen am Ufer der Barbaren, wie er also selber schreibt, sich erstreckt haben. Wir haben für die Ladenburg-Ausstellung diese Situation am Mannheim-Neckar auch, wo also diese erste Zeichnung 1942 entstanden ist, dann auch mal visualisiert. Ich schäme mich ein bisschen, das zu zeigen, weil wir mittlerweile durch den Forschungsstand auch davon weg sind. Also was nicht sein kann, das haben uns die Geografen dann auch sofort um die Ohren gehauen, ist tatsächlich eine Neckarmündung an dieser Seite, an dieser Stelle. Das würde nämlich bedeuten, dass der Nebenfluss Neckar entgegen der Hauptstromrichtung des Hauptstroms Rhein einmündet. Das ist physikalisch ehrlich gesagt nicht möglich und es hätte eigentlich in den letzten 70 Jahren auch schon auffallen müssen, dass das keine so gute Idee ist. Dann sehen Sie hier im Vordergrund eine archäologisch relativ gut bekannte Anlage, das Kastell Alta Ripa Altrip und dann eben diesen Schiffsländeburgus auf der anderen Seite. Und dann sehen Sie hier in der Mitte noch einen weiteren Burgus, der ist nur durch Mauerbeschreibungen des 18. Jahrhunderts bekannt, die sind aber sehr gut ausgewertet und es ist relativ glaubhaft, dass also dort noch eine weitere spätantike Anlage gelegen hat, dass das Ganze so zusammen errichtet worden ist, da kann man wohl von ausgehen, aber was jetzt die Funktion ist, das ist lange Zeit relativ unklar gewesen. Heukemes kannte also diese Zurnesteinrekonstruktion und er kannte die Rekonstruktion von Schleiermacher von 1942 von Mannheim-Neckar und hat dann selber erstmal den Stift geschwungen und hat also, sehen hier schon eine erste Vorstudie, die er dann relativ schnell gemacht hat, die eigentlich das Wesentliche seines Bildes schon vorwegnimmt, von dem Grundriss abgeleitet und dann hat er sich nochmal mit den Maßen auseinandergesetzt, die er von der Ruine abgenommen hat und hat dann, weil er im Wesentlichen ein er meinte, Turmfundament gefunden hat und ein Obergeschoss, das massiv ausgebaut wurde, sehr ungewöhnlich, kennt man eigentlich so in der spätantiken Architektur gar nicht. Aber weil es eben so eine massive Fundamentierung hatte, hat er gedacht, da wurde dann auch entsprechend hoch drauf aufgebaut, hat also 5 Stockwerke hochgegriffen und hat das entsprechend dann so visualisiert, hat sich Gedanken gemacht, wie römische Zinnen aussehen und in welchen Abständen die sind und dann ist er letzten Endes also zu dieser Visualisierung gekommen. Aber auch Heukemes hat natürlich Symmachus gelesen und hat natürlich auch Ammian gelesen oder hat zumindest sekundär diese Textstellen rezipiert bei den Kollegen und hat nach diesen Vorstellungen letzten Endes seine Rekonstruktion angefertigt. Ich habe die archäologische Befundlage dann nochmal überprüft. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das sehr überkritisch gemacht habe, aber ich habe mich am Ende dafür entschieden, wirklich auf dem Plan nur das zu zeigen, von dem ich einigermaßen sicher sein kann, dass es a. überhaupt existiert hat, denn da sind eine Menge Sachen eingezeichnet, für die es keine Fotos, keine Zeichnungen, nichts gibt von dieser archäologischen Maßnahme und das andere von dem, was ich glaube, dass es auch wirklich irgendwie in die Spätantike reingehört. Da sehen Sie rechts den alten Plan und Sie sehen links den neuen Plan, der dann so auch zur Visualisierung auf der Beschriftungstafel hängt und da sehen Sie, da ist nicht mehr so viel übrig. Es gibt diesen zentralen Turm, es gibt hier irgendeinen Anbau, die Flügelmauern verschwinden, die sind nämlich tatsächlich im archäologischen Befund nicht da gewesen und auch die Türme stellen sich tatsächlich als Phantome aus. Die Zeichnung ist dann sehr, sehr detailliert. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man die auch so gerne immer wieder hervorgeholt hat. Da ist eben nicht nur die Architektur visualisiert, da sind Soldaten drauf, da sind Patrouillenschiffe drauf und das kann man jetzt hier leider nicht erkennen, aber zum Beispiel auf diesen Eckturm, die Heukemes nur 4 mal 4 Meter groß rekonstruiert, sind sogar Katapulte drauf. Ich habe mich immer gefragt, wie man auf einen 4 mal 4 Meter großen Turm ein ganzes Katapult bekommt. Also eine Treppe wird es da vermutlich auch nicht gegeben haben, also werden sie das wahrscheinlich in Einzelteilen hochgetragen und da aufgebaut haben. Und dann habe ich mich gefragt, warum schießt man von einem kleinen Turm mit Katapulten auf Menschen? Das ergibt militärisch auch sehr wenig Sinn. Aber Heukemes hatte einen Grund, warum er diese Katapulte dorthin rekonstruiert hat. Er hatte nämlich entsprechende Funde dazu. Wofür er eigentlich keinen Grund hatte, das war die Rekonstruktion dieser Brücke hier über den Neckar. Das schreibt er selber, dass die archäologisch nicht nachgewiesen war. Er schreibt, dass es im Mittelalter dort eine Neckarbrücke gegeben hat. Das stimmt aber auch gar nicht, weil nämlich völlig unklar ist, ob der Neckar hier geflossen hat. Hier ist im Mittelalter ein Stadtgraben und darüber hat es eine Brücke gegeben. Aber er hat gedacht, ich zeichne das mal einfach ein. Dann, was die Bedachung des Burgus angeht, das
erkennt man nicht in der Zeichnung, aber in der Beschreibung, die soll also mit Bleiplatten abgedeckt worden sein, dieses große Kegeldach hier, und dann führt er eben zum einen Symmachus an, der das explizit schreibt über diesen großen Turm, den Valentinianer bauen lässt, und zum anderen hatte er eine Bleiplatte, und die ist auch in der Publikation abgebildet, und das war eben der passende Beleg, das passt zusammen, das ist sozusagen der physische Beweis, dass die Beschreibung von Symmachus stimmt. Leider ist das ein unstratifizierter Fund, den ein Bauarbeiter ihm ein Jahr später irgendwoher gebracht hat, und ich habe mal ganz großzügig gesagt, dass wir das nicht für die Rekonstruktion zwingend berücksichtigen müssen. Ja, und dann nochmal diese Frage mit den Katapulten. Also das basierte hier auf dieser Geschosskugel, die hier, also mit geringem Durchmesser, die hier auch im Museum ausgestellt ist, im Aufsatz abgebildet ist. Auch das ist ein nicht stratifizierter Fund. Wir sind hier im Bereich der mittelalterlichen Stadtmauer Ladenburgs, und ich würde mal vorsichtig sagen, es handelt sich um eine mittelalterliche oder frühneuzeitliche Geschosskugel, und ein Fund einer solchen Geschosskugel an einer mittelalterlichen Stadtmauer sollte uns auch nicht verwundern. Römisch sehe ich den Fund allerdings nicht, also nehmen wir die Katapulte mal raus. Dieser Graben, der rekonstruiert worden ist, der findet sich leider auch nicht in der Dokumentation wieder, und ganz wichtig dann diese Mauern, die hier also ins angebliche Neckarufer hinein ins Wasser wachsen sollen, die hat es auch nicht gegeben, dementsprechend müssen wir auch die Schiffe wohl wegnehmen. Und wir müssen den ganzen Neckar wegnehmen, denn wir wissen nicht, wo der Neckar in römischer Zeit dort geflossen hat. Das ist auch einfach nur so eine These gewesen, dass der also da im Bereich des späteren mittelalterlichen Stadtkrams einen Arm gehabt hätte. Innerhalb der archäologischen Befunde, die wir also unter des mittelalterlichen Ladenburgs haben, hier sehen Sie also den Plan des römischen Civitas Vorortes mit einem sehr großen Forumsbau, also Beginn des 2. Jahrhunderts entstanden. Dann sehen Sie hier in Blau randlich gesehen diesen spätantiken Bogus. Es ist schon relativ bemerkenswert, dass man in der Spätantike in einer Stadt, die nach neuerer Befundlage nicht komplett aufgegeben wurde, nach dem sogenannten Limesfall Mitte des 3. Jahrhunderts, aber doch nur noch sehr dünn besiedelt war, tatsächlich nochmal Präsenz offensichtlich von römischem Militär hatte. Also man hat da eine wie auch immer geartete Befestigungsanlage errichtet, und das ist insofern auch bemerkenswert, als dass wir es eben hier nicht mit einer Befestigungsanlage zu tun haben, die unmittelbar am rechtsrheinischen Ufer liegt, sondern die 15, 20 Stromkilometer aufwärts, den Neckar aufwärts, also schon relativ weit in der oberen Ebene auf der rechten Rheinseite. Das ist jetzt die neue Visualisierung, die wir gemacht haben. Unten, das ist auch noch nicht die endgültige Visualisierung. Da schrauben wir noch so ein bisschen dran, und Sie sehen, das Ganze ist ein bisschen zurückhaltender. Wir haben aus den 5 Geschossen 2 gemacht. Wir haben ein bisschen versucht, mehr die Proportionen herzustellen. Wir haben so weit möglich, auch wenn die Ruine hoch erhalten ist eigentlich über das eigentliche aufgehende Fensterform oder so weiter nichts mehr herauszubekommen. Da haben wir einfach Anleihen gemacht an spätantiker Wehrarchitektur, wie sie an einigen Stellen noch besser erhalten ist. Und wir haben, das hat die Nachauswertung der Grabung eben auch gegeben, das Gebäude ist wahrscheinlich größer gewesen, hatte eine andere Form und ist auch größer gewesen als das, was Holtmuth eingezeichnet hat, aber wir wissen überhaupt nicht, wie das da weitergegangen ist. Also hier haben wir uns einfach auch durch diese durchscheinenden roten Mauerpartien entschieden, einfach dem Besucher zu signalisieren, da ist was, aber wir wissen nicht genau. Da ist es weitergegangen, wir wissen aber nicht genau, wie es ausgesehen hat. Und ich glaube, für den Besucher heute vor Ort ganz wichtig ist diese Grafik, die unser Grafiker Jürgen Süß gemacht hat, indem er also die noch heute existierende Ruine und die Rekonstruktion überblendet hat mit dieser Rathaussituation, damit man heute auch, wenn man vor dem Rest des Turms steht, auch irgendwie einen Eindruck hat, was das eigentlich gewesen sein könnte, was man da nur noch sehr lückenhaft sieht. Ja, ein solcher Schiffsländeburgus, wie er durch Holtmuth rekonstruiert worden ist, ist der Ladenburger Burgus mit Sicherheit nicht gewesen. Wir haben Gewässeranbindung nicht, die Bauform sieht auch anders aus. Wir haben uns dann sehr viele Gedanken gemacht, trotzdem, was könnte der Grund sein, dass also so weit von der Rheingrenze entfernt es dort irgendeine Präsenz der römischen Staatsmacht gegeben hat. Und es ist ganz spannend, dass wir in der Zeit, in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, als dieser Turm mit Anbauten errichtet worden ist, wir unmittelbar außerhalb der ehemaligen römischen Stadtmauer hier in einer ehemaligen römischen Villa in Anführungsstrichen alemannische Funde haben, also das, was wir dann im 4. Jahrhundert an rechtsrheinischen Bewohnern fassen können. Und wir haben nur 2 Kilometer entfernt sogar eine sehr große Siedlung, die also über Jahrhunderte durchläuft, aber auch eine deutliche Ausprägung der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts hat mit sehr großen Backöfen-Batterien. Und diese Backöfen, die kennen wir tatsächlich auch aus dem Linksrheinischen, also etwa aus dem Elsass oder so, sind vergleichbare Ofenbefunde bekannt. Und die sehen auch nicht so viel anders aus als die Ofenbefunde des Pfennigmuster tatsächlich auch. Aber sehr viele, das sind über 30 Backöfen, davon wurden die da
sicherlich nicht zeitgleich, aber eben viele davon zeitgleich in Betrieb gewesen sind. Und wir wissen aus den Schriftquellen, dass die Bewohner rechts des Rheins Abgaben leisten mussten, Naturalien. Meistens ist davon Getreide die Rede. Getreide konnte man jetzt da nicht aufnehmen, es gibt auch keinen Speicherbau, aber die Idee wäre vielleicht, dass man sozusagen das Endprodukt Brot dort direkt gefertigt hat und dass der Bogus so eine Anlaufstelle gewesen ist mit Kommunikation mit der rechtsrheinischen Bevölkerung und gleichzeitig eben auch so ein Ort, wo diese Abgaben eingezogen werden. Wenn wir eine solche Funktion voraussetzen, dann drehen wir aber das bisherige Modell, was man auch für diese anderen Schiffsländeburgen, wie sie postuliert worden sind, komplett um. Denn das Narrativ bisher ist, dass das Vorposten sind, militärische Vorposten sind, die aus dem Linksrheinischen versorgt werden mit Getreide. Man kennt Getreidefunde aus diesen Anlagen. Und sozusagen das ganze System aufs Linksrheinische ausgerichtet ist und eben nicht aufs Rechtsrheinische. Die anderen Burgi, die eben bekannt sind, die liegen alle relativ nah am Rhein. Es gibt möglicherweise noch hier einen am Main, etwas stromaufwärts, aber das ist auch nur durch Schriftquellen zu vermuten. Ansonsten haben wir eben hier bei Neuwied einen, wir haben bei Niederlahnstein einen, das ist allerdings kein klassischer Schiffsländeburgus, wir haben Tribor-Astheim, das ist der einzige modern gegrabene, und dann den Züllestein, auf den ich gleich noch zu sprechen komme. Sie sehen hier Ladenburg und Altriff, Mannheim-Neckarau, das ist dann schon alles, was wir von diesen Befestigungen haben. Man hat lange angenommen, oder man nimmt eigentlich größtenteils in der Forschung immer noch an, dass diese Befestigungen neben der Funktion so ein Auge im Vorfeld zu sein, wo man also schon von weitem die Feinde nahe sehen kann, kommen sehen kann, eben dass das auch eine wichtige Rolle war bei der eigentlichen Grenzkontrolle. Provinzialische Forschung geht ja, oder viele gehen noch davon, stellen sich den Rhein als starre Grenzlinie vor, die eben entsprechend scharf auch bewacht wurde. Es ist gerade die Oberrheinlandschaft in der Spätantike ein sehr unübersichtlicher Naturraum gewesen, wo man auch mit Wachtürmen nicht weit kam. Wir müssen uns einen dichten Auenwald vorstellen, wir müssen uns viele meandrierende Rheinarme vorstellen, die auch häufig von einem Jahr ins andere ihre Richtung verändert hat oder ihren Verlauf verändert haben, und dementsprechend die einzige Möglichkeit, eigentlich eine sinnvolle Kontrolle dieser Landschaft auszuüben, wäre dann über Patrouillenfahrzeuge, also über Lusoria, über entsprechende beruderte und teils auch gesegelte Schiffe, die also dann dort Patrouille gefahren sind. Es gibt aus Mainz tatsächlich solche Schiffe, die werden mit diesen Schiffsländeburgi auch immer in Verbindung gebracht. Da sehen Sie die Rekonstruktion, aber man hat in Mainz mehrere dieser Schiffstypen eben in den 80er Jahren tatsächlich auch gefunden am Rheinufer. Das Problem damit ist, die Schiffe sind dendrodatiert, die gehören ins erste Drittel des 5. Jahrhunderts. Die Schiffsländeburgi, die ich Ihnen alle gezeigt habe, gehören aber ins letzte Drittel des 4. Jahrhunderts. Das heißt, da ist schon mal eine Generation dazwischen. Es ist nicht a priori gesagt, dass das eine mit dem anderen was zu tun hat. Das andere ist, ausgehend von dem Ladenburger Bogus habe ich dann angefangen, mir die anderen Burgi anzuschauen. Es gibt einen, der noch sehr gut erhalten ist, in Neuwied-Engers. Der ist unter diesem Wohnhaus heute verschwunden. Der Ruin ist im Prinzip noch komplett da, und Sie sehen hier die Rekonstruktion von 1990. Etwas detaillierter als die von Mannheim-Neckarau, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Ein großer Turmbau, Flügelmauern mit Eckturm, und diese Flügelmauern gehen also bis in den Rhein hinein und flankieren eine Anlegestelle, aber die Befestigung selber ist also U-förmig, ist nicht geschlossen, öffnet sich also zum Flussufer, und das Ganze hier dann auch im vermeintlichen archäologischen Plan. Da sehen Sie, was dann archäologisch davon bekannt war. Das Problem bei dieser Visualisierung, wenn Sie heute nach Neuwied gehen, das ist der Blick vom Rheinufer hoch zum Bogus. Das sind 10 Meter Höhendifferenz. Das finde ich hier in dieser Visualisierung nicht wieder. Und bei 10 Meter Höhendifferenz auf dem Hochufer habe ich auch so meine Zweifel, ob ich da so einfach mit so einem kleinen Mauerknick runtergehen kann, ob das sinnvoll ist. Also es erscheint doch so, dass ein größerer Abstand auch in römischer Zeit zwischen dem Rheinufer gewesen sein muss und diesem befestigten Bogus. Bei dem Züllestein, der 1970 zufällig entdeckt wurde, man hat eine mittelalterliche Burg ausgegraben, unter der dann eine spätantiker Schiffsländeburgus zum Vorschein kam. Das ist der Bereich, der ausgegraben wurde. Das ist ein großer, langrechteckiger Bau, der wohl wahrscheinlich als Speicherbau auch gedient hat. Also er hat hier innen solche Stützen für einen erhöhten Holzboden und dann eben wieder das altbekannte Modell, von dem aber eben auch nur die eine Seite erhalten ist, also diese Flügelmauern, diese U-förmigen, und dann eben 2 Türmchen. Sie sehen, die Rekonstruktion von Jöns von 1979 ist schon wesentlich zurückhaltender. Der Kernbau ist nicht so riesig, er hat sich aber auch gewisse künstlerische Freiheiten genommen, also diese schönen Zwerggalerien, Sie sehen mit diesen Säulchen hier, die kennen wir aus den Wachtürmen des Odenwalds. Da hat er dann eben mal im 2. Jahrhundert geklaut und hat die da in seinen spätantiken Bogus mit reingebaut, aber warum nicht? Also gefunden hat er die aber natürlich nicht. Die Grabung ist eigentlich relativ umfangreich, 3 Jahre lang gewesen, und ist auch eine sehr umfangreiche Dokumentation, die aber niemals richtig ausgewertet worden ist. Und
deshalb ist eigentlich der Vorbericht, wie Jöns in den 70er Jahren mit dieser Rekonstruktion publiziert hat, letzten Endes so geblieben, unwidersprochen geblieben. Die Unterlagen sind aber Gott sei Dank noch vollständig vorhanden und auch das Fundmaterial. Es sind über diesen Ort, und zwar nur über das Fundmaterial, 2 Dissertationen entstanden, die aber beide auch nicht publiziert worden sind. Auch dafür gibt es Gründe. Und mit der eigentlichen Architektur, aber vielmehr auch noch mit dem Fundort selber, mit der Frage, wo liegt diese Festungsanlage? Liegt die am Rheinufer oder liegt die am Ufer eines kleineren Flüsschens, der Weschnitz? Das ist nämlich die Verbindung zum Kloster Lorsch, deshalb später Port des Klosters Lorsch. Liegt es an der Weschnitz, liegt es auf einer Rheininsel? Das ist völlig unklar. Das hat Jöns nicht erforschen können, das ist heute ein Naturschutzgebiet. Wir haben heute sozusagen mit zeitlichem Abstand ein großes Privileg, dass wir einfach auf andere Methoden zurückgreifen können. Wir können auf einmal auf einen LIDAR-Scan gucken, der also eine Vielzahl von älteren Gewässerläufen zeigt, von denen wir natürlich noch nicht wissen, wie alt sie sind, aber das ist jetzt genau das, was wir im aktuellen Forschungsprojekt machen. Wir bohren in diese Rinnen rein, wir schauen, welche Kolluvien sind dort drin, sind das Rheinkolluvien, sind das Kolluvien aus der Weschnitz, und wir hoffen bei den Bohrungen, oder beziehungsweise wir haben bei den Bohrungen natürlich auch organisches Material gefunden, das wir zu 14 datieren, um dann einen Anhaltspunkt zu haben, welche dieser Rinnen gehört nicht nur zu Rhein oder Weschnitz, sondern wie alt sind die auch, wie ist das, wie ist die chronologische Tiefe dessen, was wir heute im Gelände noch erkennen können, und was dann on-site sozusagen, die Ruine, die ist ja heute noch da, die kann man auch besichtigen, was da eben sehr wichtig war, da haben wir bis jetzt Geoelektrik gemacht um die Ruine rum, was nicht so ganz einfach ist, weil es ist eigentlich bis heute der offenstehende Grabungsschnitt, und dann hat man hier irgendwo von der Grabung das verklappt, was man dort ausgegraben hatte, aber die elektrischen Schnitte haben eigentlich, das ist jetzt ein sehr vorläufiges Ergebnis, eins ergeben, nämlich, dass es tatsächlich eine Gewässeranbindung gegeben hat, aber nicht so nah, wie Jöns das rekonstruiert hat, sondern ein Stückchen weiter weg, und es muss sich um eine relativ flache Rinne gehandelt haben. Also ob man da mit so einem Ruderschiff noch reingekommen ist, das werden die Endergebnisse dann zeigen, aber ich würde jetzt prognostizieren, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und wie gesagt, hier ist wahrscheinlich die Anbindung ans Ufer ist unklar, aber das geht auf jeden Fall deutlich noch weiter rein. Und mit großer Wahrscheinlichkeit ist das auch wirklich eine Rinne des Rheins, also es hat mit der Weschnitz nichts zu tun. Ich habe es erwähnt, der Brückenschlag nach Pannonien ist bei diesen Monumenten möglich, weil wir haben sie, und sie gehören, so wie jetzt zumindest der letzte Literaturstand ist, auch in die gleiche Zeit an der mittleren Donau, sind also tatsächlich auch alles Bauten von Valentinianern. Wir haben datierendes Fundmaterial natürlich aus den Bauten am Oberrhein in geringem Maße. Wir haben allerdings bei den Anlagen vor allem rund um das Donauknie dann vor allem Fundmaterial, eben gestempelte Ziegel, die man mit einiger Wahrscheinlichkeit in die valentinianische Epoche datieren kann, und man kann wohl auch hier davon ausgehen, dass die wirklich im Zuge eines einheitlichen Bauprogramms errichtet worden sind. Also rechts einfach nur die Grundrisse, damit Sie die großen Ähnlichkeiten sehen, nochmal am Rhein, und dann einige exemplarische Beispiele jetzt hier vor allem am Donauknie, hier mit dieser großen Donauinsel, wo also dieser Bautyp noch viel häufiger vorkommt. Das Interessante ist, dass sowohl die ungarische Forschung als auch die deutsche Forschung am Anfang die Anlagen gleich rekonstruiert hat, nämlich als offenes U zum Flussufer geöffnet. Die Enden dieser U-förmigen Anlagen mit Türmen oder Mauerenden, die dann im Wasser gestanden haben sollen, hat man nirgends niemals gefunden. Also es gibt einen Burgessee tatsächlich, da sind die Türme vorhanden, bei dem hat man aber auch nie geglaubt, dass der tatsächlich mal ursprünglich im Wasser teilweise gestanden hat, sondern der wird immer auf dem Hochufer gestanden haben. Aber bei den anderen Anlagen, pardon, Sie sehen es ganz deutlich, da fehlt das einfach. Und dementsprechend hat man auch immer gleich argumentiert und gesagt, naja, der Rhein, die Donau, das ist ein starkes Fließgewässer, es sind 1700 Jahre vergangen, über die Jahrhunderte sind einfach diese Teile der Festung abgespült worden. Und tatsächlich, es gibt einzelne Beispiele für solche Burgen, gerade an der Donau, die massiv durch den verlagerten Donauverlauf geschädigt worden sind, wo heute nur noch 3 Steine von vorhanden sind oder so. Also das ist erstmal eine Grundannahme, der man schlecht widersprechen kann. Aber wir wissen trotzdem nicht, wie die Festungen dann zur Flussseite hin ausgesehen haben. Und die Hauptidee, warum man sie geöffnet immer rekonstruiert hat, war eben die Idee, ich fahre mit dem Schiff da rein. Es ist eine Schiffsgarage sozusagen. Und das ist es meiner Meinung nach mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Also zumindest die Anlagen am Rhein werden so nicht funktioniert haben. Und dementsprechend auch an der Donau hat es ja Kollegen gegeben, die sich Ideen gemacht haben. Es gibt hier für den Bogus von Dunakirche aufgrund älterer Aufzeichnungen tatsächlich archäologische Evidenz, dass die Anlage zur Donau hin geschlossen war, also hier diese beiden Ecktürme durch eine Mauer verbunden waren, und das sind eben Befunde, die bei Nachuntersuchungen jetzt häufiger zutage treten, und dementsprechend, was hier rekonstruiert worden ist, beispielsweise für Dunakirche, also diese geschlossene
Burgus, der immer für meinen Geschmack her immer noch sehr nah am Flussufer steht, aber das scheint da wirklich so gewesen zu sein. Aber wir haben eben keine U-förmig geöffnete Festung, die aus meinem Blickwinkel heraus auch militärisch sehr wenig Sinn machen, weil ich da reinschwimmen kann von Land aus oder was auch immer. Das ist eigentlich eine sehr komische Art, sich zu schützen. Also werden mit hoher Wahrscheinlichkeit so eben geschlossen sein und das ist letzten Endes wahrscheinlich die Rekonstruktion, für die es dann Richtung Zullestein auch gehen wird, aber hier werde ich Ihnen noch keine entsprechende Visualisierung zeigen, denn noch haben wir die archäologische Evidenz nicht, aber wir haben sehr viel Hoffnung, dass das eben so sein wird. Das Interessante, glaube ich, am Ende ist tatsächlich, dass die herkömmlichen Rekonstruktionen eigentlich alle, man kann sie in eine typologische Reihe stellen, sie bauen aufeinander auf, werden immer etwas detaillierter, etwas detailverliebter, aber letzten Endes gründen sie sehr häufig nicht auf der archäologischen Quellenlage, sondern aus einer Mischung von dem, was man meint, gesehen zu haben, von dem, was man meint, wie die spätantike Donau- oder Rheingrenze funktioniert hat als Grenzverteidigung und von dem, was eben aus den Schriftquellen ist, die man meint, auf bestimmte dieser Bauten beziehen zu können. Also da sind sehr viele Vorannahmen drauf. Die Forschung hat sich gezeigt, trennt sich von solchen Vorannahmen, aber nur sehr ungern. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt mit meiner Visualisierung des Ladenheimer Burgs auch noch keinen Blumentopf gewonnen. Also die Kollegen sind bis jetzt nicht sehr glücklich damit. Ich kann das auch verstehen. Also es ist eben mehr als, es geht nicht nur darum, wie hat der Burg ausgesehen, es stellt natürlich auch die Funktion in Frage und damit letzten Endes auch das gesamte Konzept der spätantiken Rheingrenze in Frage, wie das funktioniert hat. Aber das zeigt eben auch, wie wichtig solche Rekonstruktionsbilder sind. Es geht nicht nur um die korrekte Visualisierung eines archäologischen Befundes, es geht auch um all die Geschichten, die an diesen Bildern dranhängen. Und deshalb kann ich nur sagen, wenn wir an so etwas herangehen, sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und was wir sicherlich lassen sollten, sind die ganzen Geschichten, die wir auch alle in unseren Köpfen haben, weil wir das ja auch alles aus der Literatur kennen. Wir kennen diese älteren Zeichnungen, sondern uns wirklich nur erstmal auf den Befund stürzen und schauen, was ist da, was kriege ich da raus und in einem zweiten Schritt dann schauen, hat das Ähnlichkeit mit irgendwas, was ich woanders schon gesehen habe oder eben nicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kuhn, für Ihren Vortrag, dessen Verlauf ich mir überlegt habe, wie ernüchternd es doch manchmal ist, was von dem, was man dann so gern für sicher hält, tatsächlich da war. Ein bisschen beruhigt hat mich jetzt, dass Sie zu den geöffneten U-förmigen Anlagen die Befunde, wo da sind, jetzt auch noch die geschlossene Mauer vorgesetzt haben, die natürlich auch irgendwo da ist. Aber was hilft's? Wir müssen das rekonstruieren oder können es zumindest versuchen. Es geht alles noch viel weiter. Ich habe ja dann irgendwann geschrieben, dass nach dem Vorbild dieser befestigten Rheingrenze, die angeblich überall noch zu sehen gewesen sei, dann keine große Elbe und Saale befestigt hätte. Das war mir nicht bewusst. Ich will jetzt gar nicht wissen, was der Karl da am Rhein sehen konnte. Dann wird das mit der Elbe natürlich auch wieder anstrengend. Ich will niemandem vorgreifen. Gibt es Bemerkungen, Fragen zum Vortrag von Ronald Krieg? Ja, wie ist es denn aus Architektensicht? Ist es überhaupt sinnvoll, Mauern so weit in einen strömenden Fluss reinzuziehen? Ich weiß nicht, wie es an den anderen Positionen ist mit dem, du hast ja den Neckar durchgeixt, keine Ahnung. Also in die Richtung muss man ja mal denken. Macht man das überhaupt so als Spätrömer? Ja, im Winter kann das gefährlich sein, wegen dieser Eisplatten. Heutzutage ist es wirklich verboten, überhaupt was in die Donau zu bauen. Ja, aber es ist ja auch es sind ja nicht so super dicke Mauern und die sind auch nicht angelegt wie eine Brücke jetzt, dass sie in die Strömung eingepasst sind, dass rechts und links vorbeifließen kann. Die sind ja quasi ein Hinderungsgrund. Wie lang steht so eine Mauer eigentlich in so einem Fluss? Vielleicht nur, ja, vielleicht wenn der Winter so wirklich stark ist, dann Nicht lange. ja, vielleicht nur ein Winter. Das kommt ja immer so an, worauf Sie das
Evidenzien, und zwar allerdings nicht von allen diesen Anlagen. Genau, Pfahlroste gibt es, die sind aber natürlich auch nicht im Bereich des Flusses archäologisch nachgewiesen, sondern nur auf der anderen Seite. In dem Fall also am Rhein auf der Westseite. Nur in Neuwied-Engers sind sie nachgewiesen, im Zullestein sind sie definitiv nicht vorhanden, in Ladenburg ohnehin nicht, in Mannheim-Neckar sind sie auch nicht nachgewiesen. Also da frage ich mich dann auch, wie das wirklich von der Stabilität her funktionieren soll. Und aber auch vom Konzept her, warum mache ich das? Warum baue ich da irgendwie so ein offenes U irgendwie? Also ganz wesentlich, ich finde es erstmal ganz fein, weil mich diese Dinger schon seit vielen Jahren stören. Aber was vielleicht um so die nicht wollenden spätantiken Provinzialrömer auf die Seite zu kriegen, man könnte ja auch mal versuchen, von dem wenigen konkret archäologischen, was wir zu dem Thema haben, auszugehen, nämlich den Schiffen, die für das traditionelle Modell unabdingbar sind. Ja, dieses traditionelle Modell geht davon aus, dass man da irgendwie, wie auch immer, ich weiß es nicht, wie gesagt, manche Ufer sind 10 Meter hoch, da sein Schiff hochträgt. Das ist, aber alle Schiffe, die wir haben nicht viele Spätantike, aber wir haben keine Schiffe auf der Seite von beiden. Das ist erstmal das Wichtige, die sind alle auf der anderen. Und die Schiffe, die wir haben, sind eigentlich immer in ganz bestimmten Situationen, wo quasi auf natürliche Art und Weise die Strömung irgendwie gebremst wird. Manchmal ein artifizielles Hafenbecken, manchmal aber auch einfach, gerade bei den niederländischen Schiffen, eine Flussbiegung, die so ist, dass man da am Ufer anlegen kann. Und das sind alles Sachen, die, wenn man sich die Position von diesen Dingen anschaut, in der Regel nicht gegeben sind. Da würde man aus vollströmenden Flüssen irgendwie rechts abbiegen wollen. Genau. Also Schleiermacher hat damals schon 42 geschrieben, seine Beobachtung auch an der Donau wäre, diese Festungen würden auf sogenannten Prallhang hängen, also wo dann sozusagen die Steuer. Und er hat es allerdings schlauer gedeutet, weil er die in erster Linie tatsächlich als Übergangsstellen gedeutet hat und gesagt hat, da ist man eben mit kleinen Booten hin und her. Und das kann man machen. Es gibt in Rhein-Gönnheim, das ist in der Pfalz, dort gibt es einen sehr rührigen Verein, die haben so ein Glossoria rekonstruiert und mit denen habe ich auch gesprochen und die haben gesagt, also wenn wir unser Schiff nehmen und hier in den Rheinkies schieben, dann ist das kaputt. Das können wir mit dem Schiff nicht machen, das geht nicht. Ja, also hochziehen geht auf keinen Fall. Es müssen Stiege gewesen sein, die ins Wasser gegangen sind. Jetzt ist Rhein wie Donau, beides sind sehr launische Flüsse, früher gewesen, heute immer noch, mit sehr, sehr unterschiedlichen Wasserständen. Das heißt, wenn das eine Anlage gewesen ist, die direkt am Wasser landet, dann kann ich einmal die Hochwasservariante erwischt haben. Das geht dann vielleicht gut für das Schiff und bei der Niedrigwasservariante laufe ich dann die letzten 10 Meter oder so. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Und also, wie gesagt, es war ja ein Beispiel dabei mit dem 10 Meter Unterschied auch auf der Donau. Also zum Beispiel in Serbien, Indiana wird immer so ein Ding postuliert. Also da sind es, glaube ich, über 30 Meter, wenn man mal da steht, wo es senkrecht runterliegt, wo einfach ganz klar ist, da ist kein Schiff reingezogen worden. Da ist einfach der halbe Hang wegreportiert, wo der Rest davon stand. Weitere Bemerkungen? Von wem ist noch die jetzt in der Mitte rechts? Mit der grünen Wiese und der Plus davor. Hast du noch gesehen? Bitte? Wer das gemacht hat? Ja? Steht im Katalog. Ach so. Ja, Guck das nochmal nach. Es ist auch komisch, dass man es dann nicht ein bisschen vom Fluss abrückt. So steht der halb im Wasser. Ja, das ist der moderne, also der archäologische Befund ist ja auch konserviert, man kann sich das sehr schön angucken. Das ist der modernen Situation geschuldet, das ist sehr nah am Wasser dran. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob sich der Fluss auch verändert hat. Mit Sicherheit. Muss man ja immer fragen. Wir können die Xantner ja nicht von sehen, wie oft er sich verändert hat. Und bei euch ist es, glaube ich, untersucht. Ne? Flussveränderungen in antiker Zeit gibt es ja so eine Liste. Und das müsste man ja bei so einem Thema dann eigentlich auch mal machen. Ist aber, wie wir jetzt am Zullestein eben merken, wahnsinnig aufwendig. Ne? Das ist nicht mit 3 Bohrungen getan. Ne? Ich habe auch das, die Uferkontur, das wahrscheinlich nicht nachweisbar ist. Das bewegt sich jedes Jahr 10 Meter sogar. Das ist von dem Winter abhängig. Aber da baut man ja nicht rein, sonst hat man ja auf Sand gebaut in dem Sinne. Das ist ja... Aber vielleicht baut man eine entsprechende Entfernung und es kommen 3 starke Winter und steht schon im Fluss. Also ich denke, an manchen Donauauen in Ungarn kann man es ja heute noch sehen, wo es nicht ganz reguliert ist, aber auch der Höckmann-Artikel in... Ja, Höckmann hat dieses Konzept entwickelt, ne? Genau. Diesen Schiffsgaragen. Ja. Wobei Höckmann auch, und das ist auch, also ich meine, er war natürlich inspiriert, diese Mainzer Römerschiffe waren gerade gefunden worden, das ist so, er hat ja auf diesen Funden auch gesessen und so weiter. Höckmann schreibt dann auch, ja, und die Basis dieser Flotte ist dann im Prinzip übrigens Rheinisches ist Mainz. Ja. Wir kennen aus Mainz keinen spätantiken Kriegshafen, die Schiffe sind im Flussufer abgewrackt gefunden worden.
Also da ist überhaupt keine Hafensituation. Also auch da ist der Bezug zu Mainz überhaupt nicht klar. Wir haben noch ein anderes Beispiel von diesem Typ, von dieser Donau-Gessi-Typ, die Donau-Vollrott. Das steht heutzutage auf dem linken Ufer, aber ursprünglich stammt der auf dem rechten Ufer auf einem Insel. Also wie kann man eigentlich der ursprüngliche Situation auswerten? Das ist unmöglich. Und da hat man aber Fahrers. Da sind auch diese flankierende Mauer eigentlich durch diese Fahrers-Beweis. Das zeigt alles, dass wir uns zurückhalten sollten bei der Interpretation. Aber was machen wir, wenn wir nicht mehr interpretieren? Dann zeigen wir fast antiquarisch nur das, was wir gefunden haben, und das ist uns lange Zeit gesagt worden, dass das nicht genug ist. Dass mehr kommen muss als die Darstellung, wohin das führt, und jetzt gerade bei Ihnen gesehen. Vielen Dank. Ja, wahrscheinlich bleibt dabei, dass der Herr Breitner nicht erschienen ist. Er ist nicht da, aber sein Vortrag ist da, falls ihr noch Zeit dafür habt. Aber jetzt mir erstmal Dann schreiben wir, Sie haben es gehört, also es gibt einen Vortrag, aber keinen Referenten. Wir gehen dann zunächst einmal zumindest zum Vortrag von Dimatan Nikolowski aus Stobi in Mazedonien. Ich sage mal lieber Makedonien, das ist aber auch gefährlich. Deswegen bleibe ich bei dem Namen, weil wir das gewöhnt haben. It is a very big problem. Jeder weiß Bescheid. Damit brauche ich gar nicht mehr dazu zu sagen. Und Herr Nikolowski, wir sind gespannt. I would like to start by thanking the organizers for accepting my geographically inadequate, but I hope thematically adept topic for today. The Roman city of Stobi is one of the best preserved archaeological sites in the Republic of North Macedonia. It is an ancient city built on the confluence of the two largest rivers in modern Macedonia, Aragon and Axios, spread on three terraces sloping gradually from the highest terrace toward the east and the Aragon River. Its strategic position on the main road connecting the Danube and the Aegean had a crucial role in its development as a commercial and administrative center, covering the time period between the 2nd century BC and the early 7th century AD. It was the largest city in the northern part of the Roman province of Macedonia, later the capital city of the Roman province of Macedonia Secunda, and an important urban, military, administrative, trade, and religious center for the region. The research of many aspects of its architectural remains or archaeological finds led to the general conclusion that during its complete existence, Stobi remained a city oriented towards the east, while strong influences from the west were also present, making Stobi a place where the east and west collided. The autochthonous population was heavily influenced by Hellenistic values. The cities from antiquity that have been preserved and exposed today are the ones that present an intriguing opportunity for understanding how they developed into what we as archaeologists discover on site today. This is where the reconstructions of the excavated buildings come into the framework, providing the base for visual recreation of the past and at the same time making ancient buildings more approachable for the scientific community as well as the wider audience. The goal of this presentation is to give a short overview on what has been done in the past reconstruction-wise in Stobi, and if it was based on facts or otherwise, with the goal to foster new opportunities in terms of 3D reconstruction of excavated buildings and its continuous development, in order to be able to present the site in a more complete and exciting manner. Attempts at visual reconstructions regarding buildings in Stobi have been made by several scholars for multiple buildings. There are more than 20 separate buildings discovered in the excavations up to 2019. Reconstruction attempts have been made for the following ones: Porta Heraclea, Theater, Episcopal Basilica, Northern Basilica, semicircular court with shops, large bath, city fountain, episcopal residence, the so-called casino, as well as the residential buildings, House of Polycarmos, and the Theodosian Palace. Elements for the reconstructions of these buildings vary, as some buildings have more elements and some have less. A very important factor that has to be taken into consideration is the level of documentation available concerning the excavated buildings. Since most of said buildings were discovered in the period between the First and Second World War,
The Museum of King Paul from Belgrade was responsible for the excavation and subsequent documentation. During the Second World War, most of the technical and descriptive documentation in the museum was destroyed, hence the lack of proper documentation for various building phases of separate objects, as well as the in situ location of the architectural elements. This is especially problematic considering building phases or entire buildings that were removed in order to see what lies beneath them. Adding to this the fact that most of these buildings have undergone conservation of their architectural remains without distinguishing their original phase, there are certainly a lot of problems to begin with. Fortunately, not all is lost thanks to the imagination and archaeological knowledge of a few scholars that took on the challenge of visual reconstruction of the aforementioned buildings in Stowe. Most of the reconstructions that will be on display today were hand-drawn by Professor Ivan Mikulčić and consequently published in his monograph Stowe in 2003. They were made based on the ground plans of already excavated buildings using a graphical procedure borrowed from descriptive geometry, generating planar images of three-dimensional objects called axonometry. Although Mikulčić does not identify any of the reconstructions as idealistic, it is safe to say that they were not completely based on facts or archaeological data and were created in order to display the version of the building that he himself envisioned. The first part of Stowe that was part of Mikulčić's reconstructions was Porta Heraclea, or as he refers to it, the Porta Sacra. He offers two reconstructions, one for the early Roman gate and one for the late Roman one. Both of these reconstructions are based on the ground plan of the building, but there are no indications and explanations as to how the author gained all the elements of the city gate included in the drawing. The lower part of both of these gates was never excavated, and it is impossible to reconstruct its appearance. In the later gate, there are two rooms covered with roof tiles next to the protegismal walls, right next to the entrance, which do not exist. The fossa drawn on both gates was also never excavated, and the base on which the wooden door on the earlier gate is represented has no archaeological backing from data gained from the excavations. Fortunately, an additional attempt was made to reconstruct the later city gate by an archaeologist called Zoran Georgiev. The reconstruction is based on archaeological data and a thorough analysis of the building material and architectural elements discovered around it during its excavation. Although only in drawing, this reconstruction opens the opportunity for creating a 3D model of the city gate and the southwestern part of the fortification wall. The theater has multiple attempted reconstructions from multiple authors. The one from Mikulčić, the one that you see, is based on Fritz Hemmens' ground plan and cross-section. He attempted to reconstruct the entire theater in two different phases, at least regarding the steam building. One of them depicts the theater in the beginning of the 2nd century AD, when it was built and only theater plays were performed. The second one shows the state of the building when it was used for Venationes and gladiator fights, where the steam building was enclosed and a protective fence was set up on the cavea, probably after 320 AD. An additional 3D reconstruction was attempted by Goce Pavlovsky and Filip Budanov in 2015, but was never finished due to lack of finances. One of the most important early Christian buildings in Stowe, and probably the most important and well-preserved basilica in the Republic of North Macedonia, is the Episcopal Basilica. It has most, if not all, of the architectural elements needed reconstruction-wise preserved, at least for its final phase. Mikulčić made an attempt to reconstruct the basilica, showing the third of the 4 phases of the building, with an open cross-section so that the interior is visible as well as the exterior. A couple of questions arise from his attempted reconstruction. For example, how did one get to the 2nd floor of the narthex? How did one get to the 2nd floor to the galleries, etc.? The baptistry of the Episcopal Basilica has also been subject of several reconstructions. The one made by Mikulčić is in the reconstruction of the entire building that you see right now. The one made by Dinsmore in the 1970s, and then the last one, still unpublished, made by Ruth Kollerick, presented at the Stowe Centennial Conference in September 2018. The solutions regarding the columns and capitals vary in all reconstructions, as scholars still debate what is the best solution for the interior arrangement of the said baptistry. The North Basilica is one of the 7 basilicas discovered at Stowe so far. The reconstruction was attempted by Mikulčić, as it is one of the few buildings that actually has enough elements for it to be attempted in the first place. The reconstruction is one of the few that do not have any problems regarding how the author carried it out, since it is based on the architectural remains that were luckily kept inside of the building after they were discovered. The
The appearance of the semicircular court in each of its phases is still an open question. Mikulčić proposed a reconstruction for a wider area, including the colonnaded street. It included a second story for the building, for which there is no tangible evidence whatsoever, especially after the completion of the excavations on its latest phase. The reconstruction relies on information which the author simply did not have at the point of its creation. The existence of the sculpture in the semicircular square is also based on imagination, as is the question arising with the colonnade on the northwestern side, which has not been found even after conducting excavation at the area. The large bath is the bigger of the two public baths discovered in Stowe so far. It is located in the center of the city, and it was excavated in 1931 and 1932. Mikulčić made this reconstruction based on the visible remains of the building from its conservation in 1960. It was made well and correlates to the building ground plan, although the upper walls and ceiling are not based on data from archaeological excavations. Residential buildings on which there have been attempted reconstructions were made by Gerasimovska based on Mikulčić's drawings as well as the existing ground plans in the National Conservation Center in Skopje. Partial reconstructions were made regarding the Theodosian Palace, since it is the richest discovered residential building in Stowe. The House of Polyharmos has also been subjected to reconstruction. The archaeological site Stowe has a separate institution that is responsible for its excavation, conservation, and presentation of the site, formed in 2008. In the past 11 years, the only promotional materials used at the site have been flyers in several European languages as a consequence of small staff mostly working on excavation and conservation. The only variable that Stowe had to offer in terms of tourist experiences is the free mobile application audio guide available in English and Macedonian. Hopefully, in the immediate future, this will change for the better. The opportunities for presentation of 3D reconstructions has never been more approachable and doable as it is in modern times. The potential for creating 3D models in Stowe is enormous and still untouched. In the last few years, photogrammetric documentation of the excavated buildings has been undertaken, fortunately to great success, meaning that the groundwork for virtual reconstruction has already been laid. There are multiple plans on building 3D models for augmented and virtual reality experiences at several buildings at the site. The final goal is to be able to reconstruct the entire city in different phases of its existence and to be able to present various solutions to the wider audience for the betterment of the virtual Stowe experience. The reconstructions would primarily be used for the popularization of the site, as well as for educational purposes in order to familiarize the younger audience with heritage in the country and beyond. Engaging the youth in these modern times is only possible through simplification of the presentation, since the attention span has considerably lowered in recent years with the exponential advances in technology. In my humble opinion, in order to stay relevant, archaeological sites have to follow this technological development and, where possible, adapt to these new technologies to their advantages, as the sites in the northern part of Europe have already done. Thank you for your attention. Thank you very much. Dimitar Nikolowski. About Stowe, may I ask for questions, remarks? I want to ask what is your role in this for the site? Because I couldn't I'm an understand archaeologist. I'm an archaeologist. I excavate probably, let's say, between 6 and 8 months a year. And then the rest of the time, I usually do pretty much everything that needs to be done. But it's mostly through documentation and just arranging stuff from the previous century that nobody has touched for a while. And maybe what is the future of this site? If the city or the government is planning some museum or some presentation? Or something? We already have a plan for a museum, but we are, of course, waiting for financing of it. We have an old Serbian railroad station, which is to be adapted into a museum and exhibition space. It has passed all the needed controls and all the needed bureaucracy. It just lacks finance at the moment. So yeah, that's the first idea. The second idea is for next to it to have a visitor center, and then hopefully with it there will be some kind
actually make the experience a lot better and a lot closer to the wider audience. And in terms of on-site presentation, at the moment it's one of these romantic sort of fields of ruins that are sort of idealized pictures of the 19th century. Are you planning, what are you planning with that rather than anything specific? Is it just going to stay like that, and will you do everything virtually, or is there, what's going to happen with the remains as they are? Well, I mean, they are actually treated consequently pretty much in the past 11 years since the institution was formed. There has been conservators and architects on site pretty much all year round. And let's say in the last year, we had a reconstruction, anastylosis of the columns in the baptistry, which you saw reconstruction for. Thankfully, we had the Ambassador's Grant for Cultural Heritage from the American Embassy that we had in the last year. And with those finances, we actually did a lot. So right now, there is a roof being placed on top of the baptistry, which is the final stage of its planned by the project presentation for now. For the other buildings, I mean, there's so much going on. The building with arches, which I did not mention, has an ongoing project with one of the big American donors. I don't even remember his name. I think they granted around $150,000 for making a project for an actual reconstruction, which is actually the building with arches is actually a library, which is I think around 3,000 square meters. It's actually very, very big. And there's a lot of gilded sculptures preserved in there that they discovered during the excavation in the 70s. So the idea is to actually reconstruct everything back, because there's a lot of marble revetments, there's a lot of decoration that needs to be put back. Unfortunately, we have no documentation whatsoever for it, so it's going to take probably a while because it's a very big building. Regarding the basilicas, there's only plans to actually fix the mosaic floors, which are the only ones that have not anything done with in the past 50 years. The architectural elements of most of the buildings have been conservated in the 60s, 70s, unfortunately with concrete, so you can see pretty much nothing in them. I don't know what else. The fortification wall has a huge project going on, which is due, I think in 2 months we're due a project finance, hopefully, so that it's around 400 meters of fortification wall that's going to be conservated. The project is already done. I don't know what else. Yeah, there's probably a lot more, but I think it's better if we keep this for the discussions outside. Yeah, my question was a little bit related to what already has been asked. I would be curious if you took a major decision, which period do you want to show rather in Stovey? Because this is like slightly confusing. You have a Christian basilica, but also functioning theater. So like. Most of the buildings, there's only 4 buildings that belong to the earlier to the Imperial Roman period. Most of the other buildings are from the 4th century and later. The fortification wall that is preserved, that is excavated, is from late antiquity. The only early Roman part is actually next to one of the rivers, and it's impossible to present it to the public. So pretty much everything that is on the lowest terrace, where probably the center of the actual Roman city was, cannot be excavated to the fullest because of flooding of one of the rivers that is surrounding the site. And actually that river is very small right now because there's a dam making an artificial lake like 30 kilometers before it. And if that artificial lake did not exist, probably Stovey would be mostly underwater. So in my opinion, there is no way to actually excavate and present only the early Roman city. So my opinion is that probably the late antique city would get advantage in presentation, but not only, because since we've had a very big project working on the theater in the past 11 years, the government has put a lot of money in it, so half of the theater has already been completely excavated from scratch. So now, of course, excavation costs a lot, but conservation costs even more.
So we'll see if this or the following government have enough, I don't know how not to sound rude right now, know-how, if they know what they want to do. I mean, unfortunately, we still rely on governmental funding, and that's probably the biggest issue that we have. May I ask you shortly about the reconstruction of the Ciborium? Is it a result of puzzling finds, or is it how it's caused? There's a double Ciborium of the baptismal font in the Oh my God! Yeah, baptismal church. that's a very. I mean, last year in September we had a conference for 100 years of excavations in Stoke. Ruth Collery presented the reconstruction that I showed you before, and the debate lasted for 3 hours. So, unfortunately, I don't think we came to a conclusion which is the right one, but fortunately, we have the in situ positions of everything. So, everyone has enough information to back their data and to back their idea. But there is no way to decide which one is the right one so far. So there's only two reconstructions that have remained in the, I would say, in the running for it. What we did last year, we actually did the anastylosis, and we did it in the way that Dinsmore did it in the 1970s because of the lack of resources to do it the way that Collery could have done. But unfortunately, I don't think I could answer any more precisely to that question because it's a very, very big debate still going on. Yeah, but the fact is you have more fragments than for just one row of columns, I think. That's the reason why all these extraordinary There are 2 architectures. rows of columns. The lower ones are the bigger ones, the upper ones are the smaller ones. There's capitals for all of them. There's bases for all of them, so they're all pretty much there. So, yeah, still open for you. More remarks or questions? This is not the case. So Dimitar Nikolovsky, thank you very much for your lecture. I myself knew that Stoke exists, but that it was all, so I have learned a lot by your lecture. Frau Scherer, was machen wir? Den Vortrag von Georg Breitner vorlesen. Aber ihr wisst, dass wir den nicht diskutieren können. Nee, der ist auch sehr kurz, so nur gesagt. The last presentation is from Georg Breitner, who was not able to come, but he sent to us his presentation. It's a very short one, only 4 slides, and Roland is so kind to read that for us, and we have also one PowerPoint. Stellen Sie sich vor, der Vortrag kommt als Hörbuch, als Audible. Die Verwaltung archäologischer Denkmäler stellt eine zentrale Aufgabe der Bodendenkmalpflege dar. Nur in den wenigsten Fällen kann aufgrund günstiger Rahmenbedingungen eine längerfristige Ablesbarkeit der Befunde realisiert werden. Zumeist müssen die mitunter ablesbaren Befunde gemäß den denkmalrechtlichen Vereinbarungen, städtebaulichen Entwicklungsmodellen oder Investorenvereinbarungen den neuen Bauinteressen weichen. Trotz des zunehmenden Drucks durch städtebauliche und infrastrukturelle Interessen erfordern die Ausgrabungen auch eine Vermittlung, nicht nur der denkmalpflegerischen Arbeit. Vielmehr ist ein Prozess erkennbar, der den zunehmenden Verlust archäologischer Denkmäler als Abbild einer Zeitschicht in den Fokus von unterschiedlichen Wahrnehmungsprozessen einbindet. Wissenschaftliche Interessen können der Vielzahl an täglich neuen Ausgrabungen und Dokumentationsbedarf nicht gerecht werden. Umso mehr profitiert
profitiert die Bodendenkmalpflege von einer öffentlichen Diskussion, die nicht allein die wissenschaftliche Grundlagenforschung rechtfertigt, sondern gleichzeitig die Wahrnehmung eines authentischen Zeugnisses der Geschichte stärkt. Bereits vor einigen Jahren hat eine Initiative der römischen Denkmalpflege in pointierter Weise die Hilflosigkeit, aber auch Herausforderungen von Denkmalpflege als Bestandteil des gesellschaftlichen Bewusstseins thematisiert. Mit der rigorosen Androhung, wenn ihr es nicht besucht, räumen wir es ab, wurde nicht nur der Appell einer Teilnahme, sondern die Diskussion über die Authentizität historischer Orte neu entfacht. Hier steht die Bodendenkmalpflege vor einem Dilemma, das sich durch neue Entwicklungen in den letzten Jahren neue Wege sucht. Während Bauwerke, deren Bausubstanz als Baudenkmal in der Wahrnehmung der Besucher präsent ist und als Angelpunkt eines identitätsstiftenden Monuments in einer modernen Stadt- und Landesentwicklung eingebunden werden kann, stellt sich die Strategie scheinbar weniger Befunde, weit schwieriger dar. Das hohe Aufkommen antiker Bauwerke in einer Stadt ist sicherlich nicht Garant für eine nachhaltige Entwicklung. Neben dem denkmalpflegerischen Anspruch von Erhalt und Pflege stellen vor allem die Vermittlung, Vermarktung und Einbindung in ein modern geprägtes Stadtbild die größte Herausforderung für archäologische Denkmäler im Stadtraum dar. Als Fragmente herauspräpariert oder aufgrund der hohen Betriebskosten für Besucher geschlossen werden, ist eine Bereitstellung historischer Bausubstanz nicht ohne inhaltliche Vermittlung oder notwendige Einbindung in den Kontext möglich. Mitunter kann die Pflicht einer Vermittlung und Erlebbarkeit historischer Substanz bizarre Formen annehmen. Im Folgenden seien einige Überlegungen genannt, die diesem Dilemma aus historischer Authentizität und fehlender Ablesbarkeit näher betrachtet werden sollen. Die Erlebbarkeit der Authentizität des Befundes ist durch den meist mangelhaften Erhaltungszustand schwierig. Überprägungen zur Konservierung bei gleichzeitig verbesserter Ablesbarkeit gehen häufig zulasten eines unmittelbaren Kontakts mit den Originalen. Die Wahrnehmung einer Architektur ermittelt sich aus den Raumkanten oder der Höhe eines Gebäudes. Als typische Beispiele für die unterschiedlichen Umsetzungen einer Ablesbarkeit können die Rekonstruktionsversuche römischer Villengebäude genannt werden. Unter Berücksichtigung der modernen Nutzbarkeit können Teilrekonstruktionen unterschiedliche Bodenbeläge zu einem Verständnis der Raumeinheiten beitragen. Zu fragen bleibt, ob die so überprägte historische Substanz noch die Authentizität des römischen Gebäudes erleben lässt. Die Gefahr beliebiger Befundrekonstruktionen und Loslösung von individuellen antiken Architekturlösungen ist gegeben. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die Reduzierung architektonischer Einzelformen zu einer Fragmentierung des gesamten Baukörpers führt und wenig Möglichkeit zur Rekonstruktion beiträgt. Gleichzeitig sind die Befunde häufig fragmentiert, sodass unweigerlich die Kontextualisierung notwendig ist. Zumeist ist unser Blick auf ein Gebäude oder Stadtstruktur durch die Vogelperspektive geprägt. Raumstrukturen, Wegesysteme und funktionale Zusammenhänge von öffentlichen und privaten Gebäuden werden hierdurch leicht erkennbar. Hierdurch werden Beziehungen in Stadtgrundrissen definiert, deren Bedeutung aus der Blickachsen des antiken Bewohners geprüft werden muss. Öffentliche Gebäude waren eingebunden in ein heterogenes Bild von Gebäudestrukturen, Straßenachsen und sich ständig veränderten Sichtachsen. Die heute vielfach erlebbare Monumentalität und scheinbar städtebauliche Inszenierung von Großbauten war in der zeitgenössischen Wahrnehmung sicherlich geringer. Darüber hinaus wird die Sichtbarkeit unmittelbar von spezifischen topografischen Rahmenbedingungen bestimmt. Durch die heutige punktuelle Ausgrabung und vermeintlich nur fragmentarische Teilrekonstruktion von stadtbildprägenden Einzelgebäuden erhält die visuelle Kraft eines Gebäudes eine neue Bedeutung. Als Beispiel seien Ehrenbögen oder Tetrapyler genannt, deren exponierte Lage in heutigen Ruinenstädten durch Wiederaufbau oder Rekonstruktion weit größere Wahrnehmbarkeit und Signalwirkung im Stadtbild besitzen, als ihnen im antiken Stadtraum zuerkannt wurden. Ungeachtet ihrer zweifellos bedeutenden repräsentativen Bedeutung und strukturierenden Funktionen im Straßenraum stehen sie in der heutigen Präsentation als solitär monumentaler römischer Architektur isoliert. Dieser Bedeutungswandel stellt eine zentrale Aufgabe in der Vermittlung unterschiedlicher Zeitschichten einer Stadtentwicklung dar. Durch die bewusste Trennung von Originalmaterial wird die Trennung, durch die bewusste Trennung von einem neuen modernen Material wird die Trennung, die bewusste historische Distanz zum Original sinnfällig dargestellt. Wahrscheinlich der Text ist nicht vollständig. Entschuldigung. Gleichzeitig birgt diese architektonische Umsetzung aber auch die Gefahr, dass die Rekonstruktion als architektonischer Entwurf einen Selbstzweck erfüllt und die Bedeutung des Originals in den Hintergrund treten lässt.
Dennoch sind gerade die mutigen architektonischen Entwürfe, neue Wege einer Bewusstseinsbildung auch des Originals und einer innerstädtischen Einbindung von Zeitschichten darzustellen. Auch die skizzierten Perspektiven wird die Vermittlung architektonischer und städtebaulicher Elemente innerhalb eines städtischen Kontexts durch die unterschiedlichen Wahrnehmungsebenen, die Nutzung und gegenseitige Beziehung einer Stadt möglich sein. Nicht die Ablesbarkeit der Gesamtstruktur oder einzelnen Gebäude, sondern die sukzessive Erschließung von Stadträumen und architektonischen Beziehungen vermittelt das Gesamtbild einer Stadtstruktur. Gebäudehöhen, Raumhöhen und Distanzen innerhalb des Stadtgebietes ermöglichen den Zugang zu einer Rekonstruktion der tatsächlichen Authentizität einer Stadt. Klingt so ein bisschen wie mit Google Translate, ich weiß auch nicht. Aber die Studien sind nicht mitgegangen. Wenn du deine Reise machst, die waren nicht parallel. Machst Ja, okay. Ja. Ja. Tut mir sehr leid, aber damit müssen wir jetzt arbeiten. Okay. So this presentation is about discussion. So we are ready for today. So we have one little change tomorrow morning. The first presentation by Balázs Komorowicz and Pavla Vizicova is cancelled. But we have one new colleague here from Bratislava, Jana Minarovic, and she, yes, she's there. And she's tomorrow the first. She gives the first lecture tomorrow morning about Ciferpac. That's a very famous late Roman site in Slovakia. So we start at 9 o'clock. And we start normally, yes, at 9 o'clock. And for today, so we have also one dinner at 7:30 in the hotel, Bacchus, where you are. And Klaus Herreten, if you want to say something about that, because it's one invitation from the German-Hungarian Society seated in Berlin. It's our pleasure that means the German-Hungarian Association or Society seated in Berlin is always interested in helping the archaeology in getting some kind of a stage where they can also in our presence discuss or even show by slides or films their works, and I think it's a speciality, as we are always interested in special features which deal with Hungarian history, because normally people from outside think, well, German-Hungarian Association, it's a club where they learn folk dances and perhaps celebrate goulash parties and things like that. But we really try to enhance the knowledge about Hungary and also in context with its neighbors. And the knowledge means history, but also contemporary knowledges in art or in politics or in economy. And we have some specialities. One of these speciality also well known by you is the endeavor of Mrs. Dr. Heinrich Tomaschka to present their latest findings and the latest information she's got about the archaeology in context of Hungary. And besides that, we also have new themes of the climate change and things like that. So we are rather broad in our endeavor to give new ideas about Hungary and its role within the European Union and in Europe as a whole. So therefore we are very pleased to invite you to this dinner, and we hope that you not only enjoy the food
food, but even more the discussions with your colleagues, good food and good wine, and some good contexts on discussions always help a little bit to inform the people about what you do, and so we are pleased to invite you. Thank you for coming. Weil so bestimmte Begriffe unsinnig miteinander kombiniert sind, glaube ich, dass das ein gesamter Text ist, der aus der Software kommt. So schreibt auch nicht, so schreibt Software. Deswegen ist es also, haben wir gerade jetzt auch gesagt, manchmal ist es besser zu sagen, es ist wirklich komplett ausgefallen. Und heute wäre es ja schon gewesen. Sie wissen aber, wo das Teil ist. Ich